Hallo liebe Aquarellfreunde, heute male ich dieses schöne, typische Venedig-Motiv für euch. Viel Spaß beim Anschauen und nachher beim Ausprobieren. Auf meiner jährlichen Sommermalreise nach Venedig habe ich schon einige Skizzenbücher gefüllt. Hier blättere ich mal ein wenig in meinem Skizzenbuch vom letzten Jahr. Hier seht ihr einige kleine Impressionen der Stadt, vor Ort mit kleiner Malausrüstung festgehalten. Dieses Bild mit der Kirche Santa Maria della Salute von der Insel San Giorgio Maggiore aus gesehen, soll heute mein Motiv sein. Um mich an alle Details noch einmal genau zu erinnern, lege ich mir auch dieses Foto neben mein Bild und schaue bei der Skizze ab und an mal darauf. So sieht meine Skizze jetzt aus und es geht los. Ich möchte einen ganz lockeren und leichten Sommerhimmel malen. Deswegen feuchte ich das Papier ganz flüchtig an und setze Pinselstriche mit lichter Ocker und Kobaltblau in die Fläche. Die Farben können und sollen sich teilweise auf dem Papier verbinden. Mit Kobaltblau und Neutraltinte intensiviere ich den oberen Rand des Bildes, um die Luftperspektive hier ein wenig deutlich zu machen. Mit lichter Ocker arbeite ich jetzt rasch an den Gebäuden weiter. Wichtig ist hierbei der weiche Übergang zum Himmel und dass keine scharfen Kanten entstehen. Mit Sienna gebrannt variiere ich diese Untermalung und ziehe einen geraden Abschlussstrich zur Wasserfläche. Hier bleibt zunächst ein Tropfen Farbe stehen. Mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte grundiere ich die Kuppeln der Kirche schon etwas. Mit klarem Wasser gehe ich nun an die noch feuchte Uferlinie. Durch die teilweise herunterlaufende Farbe ergeben sich hier schon erste Spiegelungen. In die Wasserfläche kommen jetzt noch verschiedene Farben. Das fängt an mit lichtem Ocker, ein wenig Alizarin-Karmesin, Kobalttürkis Light für die typische venezianische Wasserfarbe und auch Kobaltblau. Nach vorne hin wird mit Neutraltinte und Sienna gebrannt abgedunkelt. Bevor es weitergeht, wird das Bild komplett trocken geföhnt. Besser ist es noch, es langsam trocknen zu lassen. Dann können sich die Pigmente ganz in Ruhe auf dem Papier absetzen. Nach dem Trocknen kommt der zweite Farbauftrag auf die Gebäude. Ich starte hier mit Lavendelblau. Durch den wässrigen Farbauftrag kann später das lichte Ocker vom ersten Schritt durchscheinen und die Kombination beider Farben gibt mir den gewünschten, etwas dunstigen Effekt. Ich variiere jetzt die Farben und halte mich dabei an die gleichen Pigmente des ersten Farbauftrags, also Sienna gebrannt, Neutraltinte und Alizarin-Karmesin. Immer viel Wasser dabei, damit der Charakter der flüchtigen und atmosphärischen Stimmung nicht verloren geht. Beim Malen der Kuppel und der Türmchen lasse ich viel weg. Gerade so viel Information, wie mein Motiv braucht, malerisch und locker, ist hier für mich wichtiger als genaue Detailtreue.
Ich arbeite gleichzeitig mit der Spitze und der Seite des Pinsels und immer noch mit sehr viel Wasser. Die Farbe für die Kuppeln sind hier Lavender, Kobalt-Türkis Light und Neutraltinte. Mit Sienna gebrannt und Lavendelblau wird die Kirche jetzt fertig gemalt. Ich möchte hier ja nur die entfernte Silhouette dieses typischen Venedig-Motivs festhalten, deshalb noch einmal nicht zu viele Details. Zur Uferlinie hin werden die Farben etwas kräftiger. Kleine Verzierungen mit der Pinselspitze bringen Abwechslung und Rhythmus in die doch recht einfach gehaltene Silhouette. Nachdem ich die kleinen Boote und den Steg im Mittelgrund angedeutet habe, male ich nun die Gondel mit Lavendelblau, Neutraltinte und Sienna gebrannt. Hier bin ich etwas genauer, um so einen Bildschwerpunkt zu schaffen. Außerdem macht es einfach Spaß, so eine kleine, typisch venezianische Situation darzustellen. Die Spiegelung unter der Gondel und dem Steg werden mit Kobalt-Türkis Light und Neutraltinte gemalt. Zum Thema Spiegelung und Boote gibt es ja schon ein kleines Video von mir. Klickt oben auf die Infokarte, dann könnt ihr es euch anschauen. Für die Holzpfähle, die es ja in Venedig zahlreich gibt, möchte ich einige leichte Striche mit dem sogenannten trockenen Pinsel setzen. Das ist ein schöner Effekt, der mir einen kräftigen und zugleich irgendwie eleganten Strich erlaubt. Probiert das erstmal auf einem Extrapapier aus und dann mutig im Bild gewagt. Diese Pali hier sorgen für eine Verbindung der unterschiedlichen Bildebenen und bringen Rhythmus und Perspektive ins Bild. Einige Stellen werden jetzt noch einmal intensiviert. So erhalten der Gondoliere und die Gondeln noch etwas mehr Farbe.
Hier deute ich noch einen Fahrgast in der Gondel an. Mit relativ trockenem Pinsel und einer Mischung aus Lavendelblau und Sienna gebrannt werden einige zeichnerische Details in die Gebäude gesetzt. Nicht zu viel, ganz leichte Andeutungen reichen. So, und wem dieses Motiv jetzt Lust gemacht hat, auf eine Malreise nach Venedig mitzukommen, im Sommer ist es wieder soweit. Ihr findet unter dem Video einen Link zu meiner Website, dort gibt es weitere Informationen zur Reise. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.